Willkommen bei der Fahrschule Punkt und wir sind bei den Sonderfahrten und in diesem Video geht es um die Nachtfahrt. Ich zeige dir, mit welchem Licht man fahren muss. Wir werden ein bisschen durch die Stadt fahren, über die Landstraße und über die Autobahn. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Zunächst ist es wichtig zu wissen, mit welchem Licht wir nachts fahren müssen. Es heißt Abblendlicht. Das müssen wir einschalten bei Dämmerung und Dunkelheit, im Tunnel und auch am Tage bei schlechter Sicht durch Nebel, Regen oder Schneefall. Unter bestimmten Voraussetzungen können wir auch mit dem Fernlicht fahren. In der Regel dann, wenn wir niemanden blenden. Wir kommen später noch darauf zurück. Aber das Standlicht alleine darf nicht zum Fahren benutzt werden. Das Tagfahrlicht ist tagsüber automatisch eingeschaltet und leuchtet nur vorne am Fahrzeug, damit man besser gesehen wird. Das haben nur neuere Fahrzeuge. Die Nebelschlussleuchte darf nur bei Nebel mit einer Sichtweite von maximal 50 Meter eingeschaltet werden. Also auf keinen Fall bei Regen oder Schnee, weil da andere Autofahrer geblendet werden können. Nur bei Nebel. Am Lichtschalter schaltest du das Licht ein. Dieses Symbol zeigt dir, dass du das Standlicht eingeschaltet hast. Und das ist das Symbol vom Abblendlicht. Die Kontrollleuchten sind grün. Wenn wir hier rausschauen, sehen wir deutlich den Unterschied zwischen Standlicht und Abblendlicht. Da man mit dem Standlicht nichts sieht, darf man damit alleine auch nicht fahren. Es ist in der Regel dafür da, um nachts geparkte Autos zu beleuchten, die außerhalb geschlossener Ortschaften auf unbeleuchteten Straßen stehen. Wenn das Standlicht oder das Abblendlicht eingeschaltet ist, leuchtet hinten das Rücklicht. Auto bedeutet, dass die Lichtautomatik eingeschaltet ist. Da hat das Fahrzeug einen Licht- und Regensensor und wenn es dunkel wird, dann schaltet es automatisch das Abblendlicht ein. Das funktioniert auch, wenn es anfängt zu regnen und die Scheibenwischer dauernd arbeiten. Dann wird das Abblendlicht auch automatisch eingeschaltet. Das Fernlicht geht immer am Blinker an. Drückst du den Blinker von dir weg, dann ist das Fernlicht eingeschaltet. Kannst du an der blauen Kontrollleuchte erkennen. Das funktioniert nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist und das Abblendlicht an ist. Ziehst du den Blinker zu dir, dann gibst du ein Lichtzeichen mit der Lichthupe. Lässt du den Blinkerhebel los, dann geht es wieder aus. Damit kann man nachts mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren, zum Beispiel um zu zeigen, dass der andere fahren soll. Die Kontrollleuchte ist blau, weil es dasselbe Licht wie das Fernlicht ist. Nur dass es nicht anbleibt, wenn man den Hebel loslässt. Alle Beleuchtungseinrichtungen und die Technik am Fahrzeug kannst du dir in diesem Video hier angucken. Wenn du das erste Mal selber nachts durch die Stadt fährst, musst du dich etwas an die Lichter gewöhnen, damit du auch die Ampelanlagen nicht übersiehst. Auf der Landstraße wird es dagegen recht dunkel. Da solltest du auch so weit wie es geht nach vorne schauen. Das geht nur so weit, wie die Leuchtweite von deinem Licht ist. Mit dem Abblendlicht sind es maximal 70 Meter. Schauen wir uns das mal genauer an.
So sieht in etwa der Lichtkegel vom Abblendlicht aus. Die rechte Seite ist stärker ausgeleuchtet als die linke Seite, damit man den Gegenverkehr nicht blendet. In der Spitze beträgt die Reichweite ca. 70 Meter, aber die linke Seite ist abgeblendet bei ca. 40 Meter. Daher auch der Name Abblendlicht. Man darf nur so schnell fahren, dass man innerhalb der übersehbaren Strecke anhalten kann. Auf schmalen Straßen nur so schnell, dass man auf der halben Strecke anhalten kann. Das heißt, mit Abblendlicht maximal 70 km pro Stunde, wenn keine weitere Lichtquelle vorhanden ist, wie zum Beispiel die Rücklichter vom Vordermann. Fährt man doch schneller und auf ein unbeleuchtetes Hindernis, bekommt man eine Teilschuld. Mit Fernlicht kannst du die Sichtweite erhöhen. Das Licht hat eine Reichweite von 150 bis ca. 250 Meter und kann nur eingeschaltet werden, wenn niemand geblendet wird. Das Fernlicht ausschalten, also abblenden auf Abblendlicht, musst du, wenn du die Rücklichter vom Vordermann siehst. Wenn dir jemand entgegenkommt, ein Fahrzeug oder ein Fußgänger. Wenn die Straße ausreichend beleuchtet ist, also wenn da Straßenlaternen sind. Bei Wild auf der Fahrbahn, die bleiben gerne im Lichtkegel stehen. Wenn du an Bahnübergängen warten musst. Und vor Kurven und Kuppen solltest du auch abblenden, falls da doch jemand kommt, dass er nicht gleich geblendet wird. Wie hier im Beispiel. Da kommt jemand entgegen. Sofort abblenden. Wenn du geblendet wirst, dann orientiere dich am rechten Fahrbahnrand, um deinen Fahrstreifen besser zu sehen. Wenn du im Innenspiegel geblendet wirst, dann gibt es so einen Hebel am Innenspiegel und wenn man den nach vorne drückt, dann klappt er nach unten. Damit wird man nicht mehr geblendet und kann den Hintermann trotzdem noch sehen, etwas abgedunkelt. Ziehst du den Hebel wieder zu dir, klappt der Spiegel wieder nach oben, in die alte Stellung. Die Leitpfosten am Fahrbahnrand geben dir eine Hilfestellung, damit du den Fahrbahnverlauf besser erkennen kannst. Auf der rechten Seite sind die Reflektoren strichförmig vertikal angebracht. Links sind zwei kreisförmige Reflektoren sichtbar. Wenn du lauter Punkte siehst, dann kommt eine Rechtskurve. Und wenn du lauter vertikale Striche siehst, dann kommt eine Linkskurve. So kannst du dich darauf vorbereiten. Auch die Farbe der Reflektoren geben dir Hinweise auf Gefahrenstellen. Wenn der Reflektor gelb ist, dann folgt eine Ausfahrt oder eine Einmündung. Ein zusätzlicher blauer Reflektor weist darauf hin, dass da Wildwechselgefahr besteht. Das blaue reflektierende Licht soll das Wild abschrecken, damit es nicht auf die Fahrbahn läuft. So, dann kommen wir zur Autobahn. Auf der Autobahn musst du im Innenspiegel auch erkennen können, auf welchem Fahrstreifen die Fahrzeuge hinter dir fahren. Das Fahrzeug fährt gleich links an uns vorbei. Der fährt genau hinter uns, auf unserem Fahrstreifen. Das Fahrzeug ist rechts daneben und der da fährt ganz rechts auf dem Fahrstreifen. Hier gibt es insgesamt 4 Fahrstreifen. Wir warten, bis es frei ist, dann überholen wir. Im Innenspiegel sieht man, dass da noch einer kommt. So, jetzt nochmal absichern und blinken, dann Fahrstreifen wechseln.
Wenn wir den Überholten im Innenspiegel sehen, dann müssen wir wieder zurück. Aber Achtung, da ist noch einer rechts auf dem Fahrstreifen. Der könnte nach links wechseln. Aufpassen und beobachten. Alles frei? Das Fahrzeug hinter uns wechselt auch rechts rüber. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wir haken jetzt auf unserer Liste ab: die Beleuchtung, mit der wir fahren dürfen, das Fahren über die Landstraße, in der Stadt und auf der Autobahn und die Leitpfosten, was diese Reflektoren bedeuten und Fahrstreifenwechsel und was machen wir, wenn wir geblendet werden. Na dann, bis zum nächsten Video. Tschüss!